Deutsch lernen durch Hören. Bertha, sind alle Räume im 2. Stock geputzt? Ja, schon, sogar die große Diele. Ich gehe mal schnell eine Zigarette rauchen. Warte, ich komme auch mit. Puh, ich bin schon todmüde. Die Arbeit ist wirklich anstrengend. Ja, klar. Heute gibt's noch extra 3 Räume zu putzen. Du hast ja Pech gehabt. Gestern haben wir alle Räume eine Stunde früher fertig gemacht. Sind wir aber schon fast fertig? Ja. Hast du alle Mülleimer im 2. Stock kontrolliert, ob sie wirklich geleert sind? Ja, klar. Da habe ich auch die neue Müllbeutel eingelegt. Übrigens sind die Papierhandtücher und Toilettenpapiere auf den Toiletten schon nachgefüllt. Das klingt ja sehr gut. Komm, gehen wir wieder rein. Du Chris, hast du schon gesehen, dass hier ein Fenster eingeschlagen ist? Durch dieses Fenster kann einer leicht ins Haus einsteigen. Ja, ich weiß. Das war auch gestern so. Okay, ich bin hier fertig. Wohin soll ich denn den Müll bringen? Müll bringen wir immer in das Zimmer rechts neben das Sekretariat. Schau mal den Gang runter, die gelbe Tür. Siehst du sie? Ah ja, dann bringe ich die Tüten schnell mal weg. Soll ich dir helfen, Bertha? Nein, danke, das schaffe ich schon. Bis gleich. Bis gleich. Hey, hallo, stopp! Was machen Sie denn da? Entschuldigung? Meinen Sie mich? Ja, natürlich. Sehen Sie hier sonst noch jemanden? Die Flaschen gehören nicht da rein. Nicht? Aber meine Kollegin hat gesagt, das hier ist das Müllzimmer. Ja, das ist es auch. Aber wir achten hier auf genaue Trennung des Mülls. Die Pfandflaschen müssen Sie in diese gelbe Tüte stecken. Die bringe ich einmal in der Woche weg. Das ist doch bares Geld. Ach so, das wusste ich nicht. Da sind doch solche Aufkleber drauf. Sehen Sie? Plastikflaschen mit diesen Aufklebern wirft man nicht weg. Man tauscht sie im Geschäft wieder ein. Ah, gut. Dann also in die gelbe Tüte, ihr. Genau. Und was ist das da? Das sind ja Gemüsereste. Die können Sie hier nicht entsorgen, da stinkt ja der ganze Raum. Die kommen draußen im Hof in die Biotonne. Jesses, das ist ja total kompliziert. Bei meiner letzten Stelle kam alles in eine große Tonne, da wurde nichts sortiert. Tja, so ist das. Das macht jeder anders. In dieser Firma wird der Müll eben getrennt. Das ist übrigens gesetzlich vorgeschrieben. Ich habe wieder was gelernt. Das hätte mir Chris aber auch sagen können. Bertha, wo bleibst du denn? Wir müssen noch die anderen Büros putzen. Ich bin Ihrem Müllraum. Warte kurz, ich komme. Ah, hallo Anton. Gibt es ein Problem? Deine neue Kollegin hat das mit der Mülltrennung nicht verstanden. Ich habe ihr nur erklärt, was in welchen Behälter kommt. Ach so. Bertha, das ist Anton, unser Hausmeister. Anton, das ist Bertha, meine neue Kollegin. Sie kommt aus Usbekistan. Da geht alles etwas anders. Usbekistan? Das ist in der Türkei, oder? Nein, das ist ein eigener Staat. Oh, jetzt habe ich auch was gelernt. Dann ist heute ein guter Tag. Wir haben etwas Neues gelernt. Und der Tag wird noch besser, wenn wir nachher in der Pause alle zusammen einen Kaffee trinken. Und Sie erzählen mir etwas von Usbekistan. Und ich habe auch etwas gelernt. Schicke nie eine neue Kollegin allein in den Müllraum. Sonst muss man mit dem Hausmeister Kaffee trinken. Jetzt aber wieder an die Arbeit. Ich lade euch nachher zum Kaffee ein. Um 12 in der Kantine. Ciao. Tschüss, Tschüss, bis nachher.